Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich derzeit im Pobjelowo und ich würde euch sehr gerne eins der interessantesten Apartments vorstellen, die ich jemals an der Ostsee gebucht habe. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Dann kommt man hier ins Apartment rein. Hier ist die Eingangstür. Da. So. Sind wir jetzt drin. Zuallererst haben wir zur linken Seite einen sehr, sehr großen Schrank, wo man auch einiges verstauen kann. Ich mache mal hier ganz kurz auf. Hier haben wir die eine Seite. Hier ist auch noch meine Hose, die ich gleich einpacken muss, weil wir stehen hier kurz vor der Abfahrt. So, hier haben wir die eine Seite. Dazu. Und auf der zweiten Seite haben wir auch ein wenig Platz. Hier haben wir auch unter anderem einen Staubsauger, einen Kinderstuhl, wenn man den braucht. Hier auch noch Decken, Tennisschläger, weil auf dem Gelände, wo wir sind, ist auch ein Tennisplatz. Das zeige ich euch aber gleich. Hier haben wir dann auch eine Garderobe. Verzeiht mir die Unordnung, aber wir sind gerade am Packen, deswegen liegen hier auch noch einige Sachen rum. Genau, dann haben wir hier die Garderobe. Wenn man hier dann zur Eingangstür reinkommt, haben wir dann auch schon sofort zur rechten Seite das Badezimmer. Ich muss sagen, ist ein sehr, sehr, sehr schönes Badezimmer, auch sehr groß. Ja, dann haben wir hier einen Hocker, einen sehr schönen Spiegel. Hier auch, was mir hier aufgefallen ist, ganz viel tolle Dekoration hier. Also was wirklich zum Meeresklima passt. Sehr schön. Findet man selten sowas, wirklich, findet man selten sowas. Eine Waschmaschine haben wir hier auch, die man nutzen kann. Eine Heizung. Hier haben wir dann auch Lichter. Moment. Ne, das ist das hier. Hier haben wir nochmal extra separates Licht, was man anschalten kann. Auf jeden Fall ist auch genug Licht da. Eine Dusche. Also man sieht das ist hier auch sehr geschmackvoll eingerichtet. Mir persönlich gefällt es sehr. So, machen wir mal aus. Genau. Wenn man dann im Prinzip einfach nur gerade durchgeht, sind wir hier dann auch schon im Wohnbereich. Der Wohnbereich hat einen Esstisch, hat hier auch eine Küche. Wie gesagt, tut mir leid für die Unordnung, aber wir sind gerade am Packen. Hat hier auch eine Küche. Die Küche, die ist extrem gut mit allem ausgestattet, was man eigentlich braucht. Hier mit Druckfunktion kriegt man hier die Schränke auf. Hier haben wir extrem viel Gläser. Hier haben wir auch mehr als genug Teller. Was haben wir hier? Hier haben wir auch Tassen und so weiter. Also wenn es hier wirklich um die Ausstattung geht, da fehlt es hier wirklich an gar nichts. Wir haben hier eine Spülmaschine, ein Ceran-Kochfeld, einen Kühlschrank, einen kleinen Gefrierschrank. Hier haben wir ja eine Mikrowelle auch. Also wirklich, das ist hier wirklich mehr als top ausgestattet. Findet man wirklich selten sowas. Dann sind wir im Wohnbereich. Hier ist der Wohnbereich mit einem Esstisch. Ich finde auch hier alles sehr schön eingerichtet. Ganz tolle Deko. Mir gefällt das hier sehr. Auch dieser Holztisch, der hat irgendetwas an sich. Ich weiß nicht, für mich hat das auch irgendwie so ein bisschen so Meeresklimat. Genauso wie diese Kommode hier. Also mir persönlich gefällt das sehr extrem. Hier haben wir dann auch einen Fernseher. Der Vermieter hat gesagt, hier sind polnische und teilweise auch deutsche Kanäle. Da ist ja auch so eine Mappe hier mit bei, wo dann alles drin steht, welche Kanäle bzw. ab welche Nummer die Kanäle auf Deutsch sind. Ich selber habe jetzt hier nicht wirklich Fernsehen geschaut. Ja, machen wir eigentlich nicht. Wir gucken so mehr Netflix. Da haben wir hier auch noch im Hintergrund eine Lampe. Auch sehr, sehr schön. Ja, muss man nur anschließen. Ja, aber dann mit dieser Lampe leuchtet hier dann das ganze Zimmer sehr, sehr stark. Dann haben wir hier auch noch, ach, wisst ihr was? Ich zeige euch erstmal vielleicht das Schlafzimmer, welches auch wirklich toll aussieht. So, machen wir mal hier auf. Hier sind wir im Schlafzimmer. Genau. Hier haben wir auch nochmal einen Fernseher, wo es allerdings nur polnische Kanäle gibt. Auch Wanddeko, auch hier haben wir Dekoration, sehr schön. Das Bett, ich glaube, das ist 2 x 2 Meter oder 1,80 x 2 Meter. Ist jetzt schwierig zu sagen, aber das ist sehr bequem. Ich habe hier sehr, sehr gut geschlafen.
Hier haben wir auch nochmal eine Kommode, um Sachen zu verstauen. Spiegel, 2 Nachttische, Lämpchen. Also das ist hier wirklich genial. Und ja, wie man auch schon die ganze Zeit sehen kann, haben wir hier eine Terrasse. Die Terrasse kann man einmal hier vom Schlafzimmer aus betreten. Und jetzt gehen wir nochmal ins Wohnzimmer rein, um auf die Terrasse zu gelangen. Die ist wirklich sehr groß. So, dann kommen wir jetzt mal raus. Übrigens haben wir hier auch einen Parkplatz. Sofort also das Auto hier mit dem Gepäckträger, das ist unser Auto. Da konnten wir mal die Sachen sofort vom Auto aus hier in die Wohnung reintragen. Genau das gleiche auch wie jetzt mit dem Einpacken. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt hier die Terrasse und hier, die ist auch sehr toll. Hier haben wir eine große Sitzmöglichkeit, ganz viel Platz, um hier mit ganz vielen Leuten zu sitzen. Meine Eltern waren ja jetzt auch hier im Urlaub und die sind dann auch das ein oder andere Mal gekommen. Und dann haben wir hier zusammen gegessen. Hier haben wir auch eine Hollywood-Schaukel. Hier drinnen sind auch noch Sachen für den Strand, die wir natürlich dann auch alle nutzen konnten. Also das war wirklich mehr als ausreichend. Und genau, und hier kommen wir dann auch ins Schlafzimmer. War immer sehr schön, da konnte man auch immer schön lüften im Wohnzimmer sowie im Schlafzimmer. Genau, und das ist dann jetzt hier die Terrasse, sehr schön. Hier im Hintergrund haben wir einen Tennisplatz, da können wir vielleicht auch mal gleich hingehen. Und genau, dann zeige ich euch jetzt hier auch noch so 2, 3 Sachen. So, genau. Wir haben hier auch elektrische Jalousien. Sehr schön, sehr gut. Oh, hoppala, hier der Knopf. Und genau, dann haben wir hier auch einen Lichtschalter, der hier die Lampe anmacht. Draußen, wenn es dann abends etwas dunkler ist, dann kann man die Lampe an- oder ausschalten. Genau das gleiche hier mit diesen elektrischen Jalousien haben wir auch im Schlafzimmer. So, ich mache jetzt hier mal wieder zu. So, genau. Also das war jetzt das Apartment. Mir persönlich hat das Apartment wirklich sehr gefallen. Es war sehr, sehr sauber. Ich habe auch die Vermieter selber kennengelernt. Das ist ein wirklich nettes Pärchen. Also ich muss sagen, diese Wohnung, die wir hier gebucht haben, sowas findet man wirklich selten. Dass hier, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich so gut wie alles gut gepasst hat. Es war wirklich toll. Die Vermieter waren sehr zuvorkommend. Die haben uns sogar einen Tag vorher angerufen, haben gefragt, ob wir uns Babybett aufstellen sollen, ob die uns einen Babystuhl besorgen sollen und all diese ganzen Sachen. Also das sind wirklich Sachen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber die man wirklich selten kriegt. Genau wie die Ausstattung und so weiter und so fort. Wir haben uns ja auch ein bisschen mit denen unterhalten, hier weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Aber wirklich sehr, sehr, sehr tolles Apartment. Und wenn ihr mal nach Pobjedowo fahren solltet, kann ich euch wirklich dieses Apartment ans Herz legen. Hier hat man wirklich alles. Es hat hier sogar einen Tag geregnet und das war schön auf der Terrasse, auf der Terrasse zu sitzen, die natürlich auch überdacht ist und dann einfach den warmen Sommerregen sich anzuschauen. Das war wirklich sehr angenehm. Also ich kann wirklich sagen, ein Top-Apartment, Top-Vermieter. Ich bin mir sicher, wenn ich nochmal nach Pobjedowo kommen werde ich mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dieses Apartment hier mieten. Es war wirklich top. Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.